Alle zusammen eben der Bünzli. Das ist Bünzli Breaking, die Show, wo ich mit euch anschaue, was mich diese Woche eigentlich so gebrochen hat. Und wir haben am Sonntag abgestimmt. Zwar über eine Eigenmietwertsinitiative und über die elektronische ID in der Schweiz. Wird ein Fiebertraum, viel Spaß. Machet Intro. Congratulations, you played yourself. Am 28. September 2025 stimmten 57,7% der Schweizer Stimmberechtigten für eine Verfassungsänderung, die erstmals eine besondere Liegenschaftssteuer auf selbstgenutzte Zweitwohnungen erlaubt. Sicher, kann man den ersten Satz von dem Artikel gelesen und schon haut es mir dann noch raus. Die Satzung, etwa so lachig wie ein Emmentaler, ist jetzt tatsächlich in der Verfassung und das hinterlässt halt einen Scheisshaufen, wo man zuerst mal durch 14 bürokratische Instanzen muss durchkämpfen, bis man dann wieder irgendwie wenigstens theoretisch aufputzen kann. Ja, viel Spaß dabei. Die Verknüpfung mit der gleichzeitigen Änderung des Bundesgesetzes über die Wohneigentumsbesteuerung führt dazu, dass der Eigenmietwert, ein als Einkommen angerechneter fiktiver Mietwert, künftig abgeschafft wird. Den Ausschlag gaben da vor allem die deutschsprachigen Kantone. 19 Kantone sagten ja, 7, hauptsächlich die Romandie, lehnten die Vorlage ab. Hey, also ich meine, ich habe ja auch echt oft Witz gemacht über Romans und so, wie es halt so ist mit allem jenseits vom Röstigraben, aber hey, jetzt so in den letzten paar Abstimmungen, können wir denen irgendwie Doppeltstimmen geben oder so? Okay, also, passiert mir ja echt selten, aber was soll man zu dem überhaupt sagen? Also, ich wüsste schon, was ich dazu sagen könnte, aber schnell soll ja noch ein bisschen wachsen, bevor wir irgendwo komplett weggebannt werden, weil ich einfach gottlos bei allen Nummern auf Mutter gehen. Die Beteiligung lag bei 49,5%. Das Ständemeer wurde erreicht. Und ernsthaft, Beteiligung unter 50%. Ich meine, es gibt keine Daten zu dieser spezifischen Abstimmung, vielleicht noch zu früh, aber ich weiß, dass die generelle Wahlbeteiligung bei Leuten unter 30 irgendwas um die 30% ist. Congratulations, you played yourself. Ich meine, zahlbarer Wohnraum, für wahr. Lieber der Reiche für Steuern abnehmen, einem Mittelstand geht es doch eh schon viel zu gut. In der bestehenden Regelung müssen Hauseigentümer ihr selbstgenutztes Wohneigentum wie ein Mieteinkommen versteuern. Im Gegenzug können sie Hypothekarszinsen und Unterhaltskosten abziehen. Die neue Ordnung schafft dieses fiktive Einkommen ab, aber auch die meisten Abzugsmöglichkeiten. Unterhaltskosten für energetische Sanierungen können die Kantone nur noch befristet bis 2050 zulassen. Für frisch erworbene Eigenheime bleibt ein nach Region abgestufter Schuldzinsabzug bis maximal 10.000 Franken pro Jahr, 5.000 Franken für Alleinstehende, während 10 Jahren bestehen. Der jährlich um 10% sinkt, bei Renditeobjekte dürfen Schuldzinsen künftig nur noch im Verhältnis zur Vermögensquote abgezogen werden. Oh wow, okay, sehr bürokratisch. Also, übersetzt heißt das, Hypozinsen können über 10 Jahre gestaffelt abgezogen werden. Das macht den Hauskauf leichter für die, die nötige Kleingeld vorschiessen. Und die anderen? Congratulations, you played yourself. Die Reform tritt frühestens 2028 in Kraft. Bundesrätin Karin Keller-Sutter erläuterte, dass Bund und Kantone mehrere Jahre benötigen, um die Gesetzgebung anzupassen und die kantonale Objektsteuer einzuführen. Bis dahin bleibt der Eigenmietwert in der Steuererklärung bestehen. Ist noch nicht schön? Karin Keller-Sutter ermöglicht uns sogar noch, dass wir jetzt in super Slow Motion zuschauen, wie wir den Karren an die Wand fahren. Die Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV hat detaillierte Szenarien erstellt, um die finanziellen Folgen des Systemwechsels zu quantifizieren. Entscheidend ist das Hypothekarzinsniveau, denn bei niedrigen Zinsen können Hauseigentümer kaum Schuldzinsen abziehen. Dann verliert der Staat Einnahmen. Bei höheren Zinsen hingegen fallen deutlich mehr Schuldzinsabzüge weg, was das Steueraufkommen erhöht. Also, je höher der Hypozins, desto weniger verliert man an Steuern. Aktuell liegen wir irgendwo bei 1,5%, bleiben wir da rund mal so stehen, verlieren wir nur ungefähr 1,8 Millionen Franken. Cool. Wenn man das Ganze auf 3% verdoppelt, dann kommen wir gerade bis so einem knappen Plus raus von etwa 80 Millionen oder so sind es gewesen. Und wenn man den Hypothekerzins verdoppelt, dann ist das doch aber ganz fest schlimm für die armen Hausbesitzer. Was machen denn die nachher? Natürlich nicht den Huren tröten. Das kann man ja ganz locker einfach auf seine Mieter abwälzen. Oder halt, man erhöht mal wieder ein bisschen Einkommenssteuern, Mehrwertsteuern, so der Pöbel kommt schon dafür. Pöbel wird es zahlen. Alles gut, die Reichen sind safe.
Weitere Unsicherheiten ergeben sich dadurch, dass die neue Objektsteuer auf selbstgenutzte Zweitwohnungen nicht in den Schätzungen enthalten ist. Das Bundesamt schätzt den Anteil der Zweitwohnungen am gesamten Ausfall auf etwa 260 Millionen Franken, kann aber keine Prognose abgeben, weil die Höhe und Ausgestaltung der Steuer kantonal unterschiedlich sein wird. Die Vorlage erlaubt Kantonen, eine besondere Liegenschaftssteuer auf selbstgenutzte Zweitwohnungen zu erheben, um die Ausfälle zu kompensieren. Gerade Tourismuskantone wie Graubünden, Wallis oder das Tessin verdienen bislang viel Geld mit den steuerlichen Eigenmietwerten ihrer Zweitwohnungen. Graubünden nimmt damit derzeit etwa 90 Millionen Franken pro Jahr ein. Okay, klingt schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, dass jetzt niemand Zeit, dass das schwierig wird. Die Präsidentin der Gebirgskantone, Camelia Meissen, warnte, dass die Einnahmen ohne Ersatz ausfallen und dass man die Einführung der Objektsteuer genau prüfen müsse und dass sie nur von geringen Erfolgschancen geprägt ist. Doch die Einführung einer neuen kantonalen Steuer ist kein Selbstläufer. Der Hauseigentümerverband, der die Ja-Kampagne mit rund 7 Millionen Franken finanzierte, kündigte an, seine regionalen Sektionen nicht daran zu hindern, gegen die Objektsteuer Referenden zu ergreifen. Ah ja, also sie rufen schon mal nicht zum Protest auf, den klappt das sicher. Ich meine, wer aus dem Schale Champagner-Clan würde den schon als Referendum für das Steuergeschenk anstreben? Die Penthouse-Parasiten sind doch alles so grundgütige Menschen. Nationalrat Gregor Rutz, HEV-Präsident, relativierte den finanziellen Verlust Graubündens auf lediglich rund 2% der Einnahmen und bezeichnete das als verkraftbar. Während Tourismuskantone also auf eine zusätzliche Steuer angewiesen wären, signalisierte der Verband Widerstand. Die offene Frage lautet, ob und wie viele Kantone diese Steuer einführen werden. Oder wie viele Kantone das so eine Steuer einführen könnte. Die erwartete Lücke von fast 2 Milliarden Franken weckt Befürchtungen, dass die breite Bevölkerung die Zeche bezahlen wird. Das SP-nahe Magazin Direkt prognostizierte vor der Abstimmung, dass Kantone ihre Einkommens- oder Vermögenssteuern erhöhen müssen. Je nach Kanton könnte die Steuerbelastung bis zu 8 Prozentpunkte steigen. In Zürich rechnete man mit plus 3%, im Tessin mit plus 7,5% und im Graubünden-Gau mit plus 8%. Passt schon, sind ja nur ca. 500 Franken pro Haushalt. 500 Euro! Die piss ich raus, du Geringverdiener! Auch einzelne Städte haben erste Zahlen präsentiert. Die Stadt St. Gallen etwa rechnet mit 2,5 bis 3,3 Millionen Franken geringeren Einnahmen. Der Kanton gesamt mit 60 Millionen. Nationalrätin Barbara Gysi von der SP warnte in den St. Galler Nachrichten, die milliardenhohen Ausfälle würden Leistungsabbau oder Steuererhöhungen nötig machen. Ähnliche Warnungen kamen von der Konferenz der Kantonsregierungen, die die Vorlage geschlossen ablehnte. Ja, halt wieder die linksgrün versiffte Meinungsdiktatur, das wissen die schon. Unsere Kinder können ja einfach in moderaten Schulbunker vor sich hinrotten. Hauptsache die arme Oberschicht kann ein bisschen öfters in die Ferien fliegen und sich doch auch mal eine Pause verdient. Der Schweizer Mieterverband betonte, dass Mieterinnen und Mieter direkt nichts gewinnen, da sie weiterhin hohe Mieten bezahlen und bei diesem Jahr lediglich die Eigentümer steuerlich entlastet werden. Der frühere Preisüberwacher Rudolf Strahm wies darauf hin, dass etwa 2 Milliarden Franken an Steuereinnahmen wegfallen und diese von den anderen bezahlt werden müssen. Sein Fazit: Die wahre Herausforderung sei der Mangel an bezahlbaren Wohnungen. Das Ende des Eigenmietwerts verschärfe die Wohnungsnot nicht, aber die löse sie auch nicht. Also, wer hätte jetzt eigentlich gewonnen bei dem ganzen Hypotheker-Hokuspokus? Vor allem mal, Hauseigentümer mit abzahlten Hypotheken profitieren am stärksten. Ich meine, die Ärmsten zahlen heute doch so einen hohen Eigenmietwert, aber zum Glück nur geringe Hypothekarzinsen. Aber sie können halt nur wenig abziehen und für sie bedeutet die Reform ja zum Glück Steuerersparnis. Der Hauseigentümerverband versichert uns allen auch, dass die Eigentümer durch das zum Glück endlich mehr Kaufkraft gewinnen. Und natürlich darf man da auch Zweitwohnungsbesitzer nicht vergessen. Auch die bekommen die hart verdiente Steuererleichterung. Aber da ist immer das Damoklesschwert von einer Objektsteuer am Hangen und zum Glück hat der Hauseigentümerverband da schon Widerstand angekündigt. Oh, sorry. Der Hauseigentümerverband hat Widerstand angekündigt, sondern nicht ausgeschlossen. Und natürlich darf man da Banken nicht vergessen. Aber Bilder war, haben jetzt echt einfach keine Lust. Ich habe keine Lust, Sie haben es gehört. Und Gewinner sind ja nur Gewinner, wenn auch jemand verliert. In dem Fall sind das junge Familien mit einer hohen Hypothek. Die verlieren nämlich wichtige Abzüge.
Barbara Gysi hat gewarnt, dass neue EigentümerInnen zwar einen befristeten Schuldzinsabzug erhalten, insgesamt aber weniger profitieren und gleichzeitig durch den höheren Immobilienpreis belastet werden. Eine andere Gruppe von Verlierern sind die Mieterinnen und Mieter. Die erhalten nämlich keine direkte Entlastung. Sie sind von der Reform komplett ausgeschlossen und werden wohl indirekt durch höhere Steuern oder der folgende Leistungsabbau betroffen sein. Wer auch verloren hat, sind die mit mittlerem oder tiefem Einkommen ohne Wohneigentum. Die verlieren den bisherigen Abzug für private Schuldzinsen, zum Beispiel für Konsumkredit. Die Abzugsmöglichkeiten fallen ersatzlos weg. Geht noch weiter. Die auch verloren haben Gemeinden und Kantone mit hohem Anteil an Mietwohnungen verlieren Steuereinnahmen, ohne dass die Objektsteuer eine spürbare Kompensation bringt. Der Verband der Bergkantone sieht unklaren bürokratischen Aufwand und zweifelhafte Erfolgschancen. ImmobilienökonomInnen erwarten, dass der Wegfall des Eigenmietwerts Wohneigentum attraktiver macht. Allerdings vor allem für diejenigen, die bereits über genügend Eigenkapital verfügen. Die ZKB betont, dass sich Eigentümerinnen und Eigentümer künftig gut überlegen sollten, wie sie eine Liegenschaft finanzieren, weil das Abziehen von Schuldzinsen nur noch in wenigen Fällen zulässig ist. Ja, scheint also, als wird Wohneigentum weiterhin ein Privileg von der Ich-Generation bleiben. Mit dem Beschluss jetzt sogar nochmal extra unterstrichen. Der Bankleitfaden rät Renovationen vor der Gesetzesänderung umzusetzen und die Investitionsplanung neu zu überdenken. Guter Leitfaden. Ich meinte, wollen Sie unser Geld irgendwie oder nicht? Oder nur das Geld, ist unser Geld nicht gut genug? Die SP-Nationalrätin Barbara Gysi zitiert eine UBS-Studie, der zufolge die Immobilienpreise nach dem Systemwechsel um etwa 13% steigen könnten. Die Stadt St. Gallen befürchtet, dass die Attraktivität von Wohneigentum die Nachfrage weiter erhöht und so den Druck auf die Preise verstärkt. Vertreter der Immobilienbranche halten einen Preisauftrieb für wahrscheinlich, sehen darin aber auch Chancen für ältere Eigentümer, ihre Hypotheken abzubauen. Denk nur mal an die Hauseigentümer, vielleicht ausnahmsweise mal jemand an die Hauseigentümer. denken. Falls die Preise tatsächlich steigen, dürfte Wohneigentum für viele junge Haushalte noch unerschwinglicher werden. Ausgerechnet jene, die laut den Befürwortern entlastet werden sollten. Also wenn die SVP und die FDP der Bürger mal wieder anklagen, um die Reichen entlasten. Surprise, motherfucker! Abschaffung vom Eigenmietwert beendet einen jahrzehntelangen politischen Streit, bringt aber auch eine neue Verteilungsfrage mit sich. Der Steuerverzicht von bis zu 2 Milliarden Franken wird kaum aus dem Nichts ausgeglichen werden. Die geplante Objektsteuer auf Zweitwohnungen erweckt so viel Vertrauen wie ein Sushi, das mit einem 90% reduzierten Kleber im sonnigen Schaufenster liegt. Und der Hauseigentümerverband wird gegen sie mobilisieren. Auch wenn es das jetzt noch nicht so direkt sagt. Der Kampf um den Eigenmietwert ist vorbei. Der Kampf um die Finanzierung vom Service Public hat erst gerade angefangen. Die Geschichte der elektronischen Identität EID in der Schweiz ist geprägt von einer deutlichen Kurskorrektur. 2021 lehnten 64,4% der Stimmenden ein Gesetz ab, das die Herausgabe der digitalen Identität teilweise privaten Anbietern überlassen hätte. Eben recht so. Die vorherige Regelung, wo meine Daten vom Status an private Unternehmen weitergegeben hätte, ist echt unter aller Sau gewesen. Die Kritik richtete sich vor allem gegen unzureichenden Datenschutz und die Gefahr, dass kommerzielle Plattformen die Identität kontrollieren würden. Schon wenige Tage nach dem Nein reichten mehrere Parlamentsfraktionen identische Motionen für eine vertrauenswürdige staatliche EID ein. Die Verwaltung entwickelte daraufhin gemeinsam mit Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eine Vision für ein rein staatliches Modell. Ein neuer Gesetzesentwurf wurde vom Bundesrat im November 2023 verabschiedet und von den eidgenössischen Räten am 20. Dezember 2024 deutlich angenommen. Am 28. September 2025 votierte das Schweizer Stimmvolk über das Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise. Sicher alle euren Zettel in die Urne gerührt habt, wisst ihr, worum es da gegangen ist. Aber nur für den Fall, dass ihr das jetzt das eine Mal vergessen habt, reden wir da jetzt nochmal drüber. Die Hochrechnungen blieben bis am späten Nachmittag ausgeglichen. Erst als die Resultate aus Zürich eintrafen, kippte der Trend. Letztlich stimmten 50,4% für das Gesetz, 49,6% dagegen. Rund 7,5 Stände, darunter Zürich, Basel-Stadt, Waadt, Genf, Luzern, Zug, Freiburg und Tessin, unterstützten die Vorlage. Der Vorsprung der Befürworter betrug gerade einmal gut 21.000 Stimmen. Die Beteiligung lag bei knapp 50%. Siehst du, wie wenig Platz da zwischen meinen Fingern ist? So knapp ist es geworden. Aber seien wir mal ehrlich,
Es ist auch nicht so offen diskutiert worden wie das andere Ding, wo da vorher gekommen ist. Diese knappe Annahme kam überraschend, denn Umfragen hätten ein deutliches Ja erwartet. Der Politologe Lukas Golder deutete das Resultat als Misstrauensvotum gegen Regierung und Institutionen, besonders in ländlichen Regionen bei einkommensschwächeren Gruppen und Frauen. Viele Bürgerinnen und Bürger zeigten eine allgemeine Digitalisierungsskepsis, ein Signal, das der Bundesrat und die breite Parlamentsmehrheit ernst nehmen müssen. Kann ich verstehen, ich meine, das meiste, was im digitalen Raum so ist, ist auch einfach straight up Spyware. Aber das immer von Privatwirtschaft und die müssen halt Profit abwerfen. Kann nicht wenigstens einmal auch jemand an die... Aktionäre! Die knappe Zustimmung löste bei den Befürwortern Erleichterung und bei den Gegnern Stolz über das erreichte Nein-Potenzial aus. GLP-Präsident Jörg Großen gestand, er habe mit einem deutlicheren Sieg gerechnet und sah den entscheidenden Mobilisierungsschub in den Städten. SVP-Nationalrat Lukas Reimann, der zur Nein-Seite gehörte, hob hervor, dass fast die Hälfte der Bevölkerung überzeugt werden konnte und verlangte, die Bedenken der Skeptiker ernst zu nehmen. Ach was? Ja klar, also faktische Bedenken werden immer ernst genommen, aber so ein Reimann, lass mich mal zitieren. Nein, der Islam gehört nicht zur Schweiz. So eine Hurenhilfe, wo sich gern mal bei Holocaust-Lügner abhandelt. Leck, was sich alles schon nur aus im Wikipedia-Eintrag liken könnte, ne. Und okay, ja, nein, klar, ich bin mir sicher, seine Bedenken sind absolut ernst zu nehmen und sinnvoll und faktenbasiert und halt wirklich nur besorgte Bürger, wenn man so schön sagt. Monika Amgwert, Kampagnenleiterin der Organisation Digitale Integrität Schweiz, forderte gesetzliche Anpassungen. Die Freiwilligkeit der EID müsse explizit verankert, ein Recht auf ein Offline-Leben garantiert und private Firmen vom Zugang der EID-Infrastruktur ausgeschlossen werden. Schau mal da, ernsthafte Skeptiker, da wird der SVP nicht gefallen. Aber da kommen wir halt zu einem schwierigen Punkt. Piraten haben absolut recht. Und es wäre mir auch lieber, wenn so etwas verankert worden wäre. Aber mit dem generellen Vormarsch von der Digitalisierung muss jetzt halt was kommen. Und wenn es nicht demokratisch aus der Bevölkerung kommt, wird uns der Elon Hitler Groß Musk oder der Mark Roman Empire Zuckerberg einfach ihren Scheiß aufzwingen. Die Piratenpartei kündigte eine kritische Begleitung der Umsetzung an und verwies darauf, dass ihre Einwände, etwa die Alterskontrolle, bereits Einfluss hatten. Auch will ja den Punkt einfach mal sagen, das ist richtig schöner Diskurs. Man sieht das Problem, man diskutiert verschiedene Lösungen und ich bin froh, dass die Bedenken nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt worden sind. Yo ho ho, schützen unsere Datensouveränität. Auch eine Kontroverse um die Kampagne sorgte für Diskussionen. Die bundeseigene Swisscom hatte 30.000 Franken an das Ja-Komitee gespendet. Selbst Befürworter wie SVP-Nationalrat Franz Grütter kritisierten, ein bundesnahes Unternehmen dürfe keine staatlichen Projekte mitfinanzieren. Swisscom verteidigte sich mit dem Hinweis, dass es sich bei der EID um eine sichere digitale Dienstleistung handle, die gemäß Vorgaben des Bundesrats zum Kerngeschäft der Swisscom gehöre. Generell unterstütze man aber nur sehr selten Abstimmungskampagnen. Ach, Kollege, mach doch nicht ins Häusli, da stehen 30.000 von der Swisscom im Raum. Klar, der Bund ist Mehrheitsaktionär und das macht alles ein bisschen schwierig. Ist jetzt auch nicht mein Lieblingsding an dieser Story, aber die 30.000 stehen gegen 7 Millionen, die ein Hauseigentümerverband locker gemacht hat. Die eigene Eiterbühle, die wir jetzt an der Backe haben. Die neue EID basiert auf dem Self-Sovereign Identity Ansatz. Gemäß Gesetz stellt das Bundesamt für Polizei, FedPol, die EID aus und betreibt gemeinsam mit dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation die notwendige Trust-Infrastruktur. Bürgerinnen und Bürger können die EID freiwillig beantragen, müssen dafür aber eine gültige Identitätskarte, einen Pass oder eine schweizerische Aufenthaltsbewilligung besitzen. Das Herzstück der Lösung ist die Mobile-App Swiu. Die App dient als digitale Brieftasche, in der EID und andere verifizierbare Nachweise lokal gespeichert werden. Während des Antragsverfahrens müssen Antragsteller ihre physische ID scannen und eine Selfie-Liveliness-Prüfung durchführen. Dabei wird mittels Presentation Attack Detection geprüft, ob es sich um ein lebendes Gesicht handelt. Das Smartphone erstellt ein Schlüsselpaar. Der private Schlüssel bleibt in der Secure Enclave oder dem Trusted Execution Environment des Gerätes. Der öffentliche Schlüssel wird zusammen mit der von der Bundesbehörde digital signierten EID gespeichert. Die EID ist dadurch fest an ein Gerät gebunden und kann ohne die Zustimmung des Nutzers nicht kopiert werden. Soweit so gut.
Ich bin ja nur bedingt ITler, aber das klingt für mich schon mal ziemlich safe. Also wie E-Banking halt zum Beispiel auch. Und natürlich ist kein System 100% sicher, aber es sieht auch da so aus, als wäre die Schwachstelle der User und nicht das Programm. Die Infrastruktur sieht mehrere Register vor. In einem Base-Register hinterlegt der Staat die öffentlichen Signaturschlüssel, damit Prüfer die Echtheit einer EID ohne Datenspur kontrollieren können. Ein Vertrauensregister verknüpft diese technischen Einträge mit der realen Identität des Ausstellers. Die Daten verbleiben beim Nutzer. Es existiert keine zentrale Personendatenbank. Eine Public Beta ermöglicht seit Ende März 2025 das Testen von fiktiven Beta-IDs und die Integration in bestehende Systeme. Pilotprojekte wie der elektronische Führerausweis oder Ausweise für Bundesangestellte erproben die Technik. Die EID kann im Sommer 2026 kostenlos über die SWIU-App beantragt werden. Momentan steht nur eine Beta-ID zur Verfügung. Also, stark vereinfacht, wenn du dir, Beispiel jetzt zur Ehre von der Piraten, einen Puller rum willst holen und den Ausweis zeigen musst, dann zeigst du jetzt Name, Geburtsdatum, Bürgerort, ID-Nummer, Geschlecht, alles. Mit der EID läuft ein virtueller Butler an den Server und fragt, ob du denn schon 18 bist. Der Server sagt dann dem Handy, hey, Code will wissen, ob du schon 18 bist. Und du hast dann einen Button, wo du drücken kannst, das darfst du am Code mitteilen oder da geht der Code verdammt nochmal nicht an. Also, keine Kassiererin sieht jemals irgendeine Info über dich, wo sie eigentlich gar nicht angeht. Das Gesetz erlaubt neben der eigentlichen Identität auch andere elektronische Nachweise, zum Beispiel Führerausweise, Ausbildungsdiplome, Registerauszüge oder Mitgliederkarten. SRF erklärt, dass die EID künftig für Online-Bestellungen von Strafregisterauszügen, Führerausweisen oder Diplomen, aber auch zur Alterskontrolle beim Alkoholkauf im Internet oder an der Bar genutzt werden kann. Gemäß dem Blog des IT-Dienstleisters TINM lassen sich zudem zahlreiche weitere Ausweise und Bescheinigungen als Verifiable Credentials integrieren, von Bibliothekskarten über Versicherungsnachweise bis hin zu Rabattkarten. Das Ökosystem soll dadurch den Weg zu vollständig digitalisierten Prozessen ebnen. Einmal identifiziert, kann eine Person beispielsweise automatisch einen beglaubigten Strafregister- oder Betreibungsauszug erhalten. Der Einsatz von SSI erlaubt selektive Offenlegung. Nutzer geben nur jene Attribute frei, die für eine Transaktion notwendig sind. Altersangaben können so geprüft werden, ohne den vollständigen Namen zu übermitteln. In Kombination mit der digitalen Signatur lassen sich rechtlich bindende Verträge oder Online-Abstimmungen abwickeln. Ja, hure Sieg. Den hast du noch weniger Ausreden zum verdammt nochmal nicht gehen wählen, du hure Saft. It knows this because it knows where it isn't. By subtracting where it is from where it isn't, or where it isn't from where it is, whichever is greater, it obtains a difference or deviation. Die dezentrale Speicherung stärkt die digitale Souveränität und verhindert, dass sich kommerzielle Datenbanken sowie soziale Netzwerke Zugriff auf sensible Identitätsdaten verschaffen. Ein Anliegen, das viele Gegner der privatwirtschaftlichen Lösung ins Feld führten. Auch wenn die Schweiz kein EU-Mitglied ist, muss ihre EID anschlussfähig bleiben. Die EU verpflichtet ihre Mitgliedstaaten bis Ende 2026 zu digitalen Identitätswallets. Damit EIDs für Bankgeschäfte, Uni-Anmeldungen oder elektronische Signaturen auch grenzüberschreitend funktionieren, orientiert sich die Schweiz an diesen Standards. Sonst bleibt der digitale Ausweis an der Landesgrenze stecken. Also ja, wäre schon nice, wenn die EID auch grenzübergreifend was wird. Da stellt sich nach Frage, wir aber unsere Standards denen von der EU anpassen oder ob man eine Schnittstelle anbringt. Die knappe Zustimmung verdeutlicht, dass viele Menschen einer digitalen Identität nur mit Bauchgefühl begegnen. Gegnerinnen wie Monika Amgwert monierten, die Freiwilligkeit werde künftig in eine faktische Pflicht kippen, wenn der digitale Ausweis zum Standard in Behörden und Wirtschaftsdiensten wird. Ja, also das ist ja so eines von meinen Hauptbedenken gewesen. Ich habe ehrlich gesagt New York gestimmt, weil mir das halt so ein bisschen kleinere Übel vorgekommen ist. Ich meine, Alternativen wären halt tatsächlich, dass jeder Konzern die Daten überkommt und aber so ist okay, nicht gut, okay. Die Piratenpartei fordert daher eine genaue parlamentarische Begleitung der technischen Umsetzung. Kritisiert wird auch die Erfassung biometrischer Daten für die Antragstellung. Gegner warnen, dass Selfies und Videodaten bei Hacks missbraucht werden könnten. Ja, also
Wenn ich da jetzt nicht irgendwie komplett falsch verstehe, die meisten Daten diesbezüglich, was so Selfies und so angeht, die sind einfacher verfügbar als irgendein nationaler Bundesserver hacken. Die staatliche Lösung verfolgt das Ziel, diese Risiken zu minimieren. Sie verzichtet auf eine zentrale Datenbank, setzt auf eine dezentrale Speicherung und lässt die Hoheit über die Daten beim Nutzer. Im Gegensatz zu privaten Identitätsanbietern, die Daten monetarisieren könnten, entstehen keine neuen Überwachungskapazitäten. Dennoch müssen Sicherheitslücken und die Möglichkeit von Function Creep fortlaufend kontrolliert werden. Eine No-Techno-Fascist-Haltung bedeutet, dass die digitale Identität die Freiheit und Autonomie der Bürger erhöht, statt durch technische Infrastruktur neue Machtasymmetrien zu schaffen. Also mit der knappen Annahme vom EID-Gesetz hat die Schweiz einen wichtigen Meilenstein in der digitalen Transformation erreicht. Allerdings mit einem deutlichen Warnsignal. Die staatliche EID schafft die Grundlage für sichere, datensparsame Identitätsnachweis und eröffnet ein breites Spektrum an digitalen Dienstleistungen. Gleichzeitig bleibt das Gesetz ein politisches Projekt. Der Erfolg wird also vom Vertrauen in die Bevölkerung abhängen. In den kommenden Monaten muss der Bundesrat die Bedenken der Skeptiker, also nicht von der SVP-Schwurbler, ernst nehmen, Freiwilligkeit und das Recht auf ein Offline-Leben gesetzlich verankern und Transparenz über technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen schaffen. Ein umfassendes Informationsprogramm könnte helfen, das Wissensdefizit, das sich im Abstimmungskampf bemerkbar gemacht hat, zu beheben. Nur wenn die Bevölkerung den Nutzen versteht und Kontrolle über ihre Daten behaltet, wird die EID zum Türöffner von einer inklusiven digitalen Gesellschaft. Auch im Dialog mit der EU. Ja. So, die Schutz-10% sind Schießzeilen und... So macht der Satz viel mehr Sinn, wenn man die richtigen Wörter drin hat. Schießabschnitt. Go to McDonald's and get some fries, motherfucker. Alles, aha, nein, warte, wieder der traurig. Also kann er sich gepflegtes Konfekt geben. Warte mal, was jetzt kommt. Der Teil, wo überzeugt, dass es schwierig wird. Oh.